Frauen in der Wissenschaft. Wenn ich bin da, wo ich bin, weil ich hart gearbeitet habe, wahrscheinlich mehr als männliche Kollegen, die dann auch Unterstützung hatten oder die Eltern hatten, die auch Akademiker waren. Es sind viele Situationen im Leben, wo man sich fragt, ich habe mich doch jetzt deutlich ausgedrückt, das ist eine super Idee hier, warum kooperiert der Wissenschaftler männlichen Geschlechts nicht mit mir? Naja, und dann kriegt man hinterher dann raus, er macht so eine ähnliche Sache, aber mit jemandem anders, mit einem anderen Mann und nicht mit mir. Herzlich willkommen beim Neurotalk. Heute mit Professorin Jennifer Hund, und zwar Professorin für Visualisierung kutaner Entzündungen, wie ich gerade gelernt habe, beziehungsweise für so Leute wie mich, die davon keine Ahnung haben, für experimentelle Dermatologie. Und wir haben ja heute das Thema hochbegabte oder sehr erfolgreiche Frauen und was das für Auswirkungen hat im Beruf und im Berufsleben. Gab es da Dinge, die dich da, wo du das gemerkt hast, dass es für Männer Oh ja. problematisch ist mit so Erfolg? Klar, auf jeden Fall. Also das ist ja letztendlich dadurch, dass ich stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte wurde, liegt so ein bisschen daran, dass ich mich da für die Verwendung von Geldern für junge Wissenschaftlerinnen sehr eingesetzt habe und dann jemand auf mich aufmerksam wurde, nämlich die Gleichstellungsbeauftragte selbst, und mich gefragt hat, ob ich mir das für den Bereich Medizin vorstellen könnte. Aber ganz klar, also ich meine, im Studium fing es bei mir an. Ich habe Tiermedizin studiert und es gab 85% weibliche Studentinnen Ah, und die 15% Herren. Das haben wir damals schon gemerkt. Die wurden halt mit Kusshand irgendwie durch so eine Prüfung geführt. Das waren immer bei uns mündlich praktische Prüfungen und dann, ja, warum haben wir das ein bisschen schwerer und warum drückt man bei uns nicht irgendwie ein Auge zu? Ist schon aufgefallen. Und klar, und hinterher war es auch so in einer recht männerdominierten Welt. Es wird weiblicher bei uns an der Universität, das kann ich sagen. Ja, die Chefin der Uni Lübeck ist doch jetzt auch eine Chefin, oder? Also eine weibliche Person. quasi. Wir haben jetzt einen Herrn seit dem 1. April diesen Jahres, weil sie in Ah, Rente gegangen ist. Aber wir hatten tatsächlich vor Kurzem die erste weibliche Professorin an der Spitze unserer Universität als Präsidentin, ja. ach so, es gab vorher in Lübeck noch nie eine weibliche. Nein, Wow. ja, doch, das durfte ich miterleben. Ganz tolle Person auch. Ja, und man merkt, dass also ich habe viel auch so gehört, Marion Knarz habe ich live gehört zweimal, die haben wir auch mal eingeladen von unserem Postdoktoranden-Netzwerk Career Rope Up, was wir gegründet haben an der Uni, wo ich beteiligt war. Und die sprachen mal von dieser gläsernen Decke. Hm. Das habe ich irgendwie so nie verstanden, aber ich merke, dass ich da halt auch bin. Man sieht, dass man eigentlich weiterkommen kann, aber es nützt nichts mehr, dass du dich eigentlich weiter anstrengst, weil da diese gläserne Decke an dir hängt. Und ja, es sind viele Situationen im Leben, wo man sich fragt, ich habe mich doch jetzt deutlich ausgedrückt, das ist eine super Idee hier, warum kooperiert der Wissenschaftler männlichen Geschlechts nicht mit mir? Naja, und dann kriegt man hinterher dann raus, er macht so eine ähnliche Sache, aber mit jemandem anders, mit einem anderen Mann und nicht mit mir. Also das ist in der Wissenschaft leider noch so. Oder ich habe gestern mit einem ITler gesprochen, der hat auch erzählt, weil seine Freundin ist auch ITlerin und Mhm. dass teilweise, wenn er zu seinem Chef gegangen ist und ein Projekt vorgeschlagen hat, hat der Chef direkt gesagt, oh, super Idee, machen wir so. Und wenn seine Freundin zum Chef hingegangen ist, so, ja, muss ich nochmal drüber nachdenken und dann am Ende kam, nee, machen wir nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde dann auch suggeriert, ja, ich hätte das nicht klar ausgedrückt, ich hätte da eine Abstract zu schreiben müssen und mich treffen müssen mit einem richtigen Termin und einer Präsentation präsentieren müssen. Ja, mit dem Ergebnis, dass dann meine Präsentation direkt an den nächsten Herrn weitergegeben wird und der diese Idee verwirklicht hätte. Und das habe ich nicht gemacht, aber das wurde mir dann suggeriert, dass ich nicht deutlich genug wäre, weil ich manche Sachen schon ein Jahr eher gesehen habe und es gerne anleiten wollte, aber man dann gesagt hat, nee, das ist nicht interessant. Und ein Jahr später haben sie es dann selbst gesehen und dann war es ihre Idee. Krass, ey. Mhm. Ja, Was das würdest du gibt's alles noch. was würdest du anderen Frauen mitgeben, in solchen Situationen stecken? Ich glaube, manchmal ist es ja zum Beispiel nicht mehr sinnvoll, groß zu kämpfen. Ich glaube, also ich kenne zum Beispiel viele Frauen, die dann auch in die Selbstständigkeit gegangen sind, weil sie einfach keinen Bock mehr darauf hatten. Und bei mir ist es ja eigentlich auch, dass ich irgendwie gemerkt habe, so
wo ich mich unterbinden muss, da bringt das auch nichts. Deswegen bin ich ja auch in die Selbstständigkeit. Also, was denkst Hm. du, was würdest du Frauen als Rat mitgeben, die in solchen Hm. Schwierigkeiten stecken? Also, ich bin ja auch viel bei Nachwuchsgenerierung und Frauen in der Wissenschaft, da haben wir ja viel auch solche Themen. Und das ist gar nicht immer so leicht. Ich meine, ich bin da, wo ich bin, weil ich hart gearbeitet habe, wahrscheinlich mehr als männliche Kollegen, die dann auch Unterstützung hatten oder die Eltern hatten, die auch Akademiker waren. Aber es gehört auch immer das Glück dazu. Man kann auch nicht sagen, dass ich jetzt, wenn ich das Quäntchen Glück nicht gehabt hätte, zur rechten Zeit am rechten Ort, dann doch irgendwie unterstützt worden wäre, auch von Männern, dass ich dann jetzt da wäre, wo ich bin. Und man muss immer wissen, wie wichtig ist einem das und wie viel Spaß bringt einem das. Und wenn es keinen Spaß mehr bringt, weil einen das auffrisst, dass man zurückgeworfen wird und so weiter, dann sollte man das nicht machen. Ich kann es nicht jedem empfehlen zu sagen, ja, die Karriere in der Wissenschaft ist genau was für Frauen, voll vereinbar mit Beruf und Familie. Das ist nicht so. Aber wer dafür brennt und leidenschaftlich das macht, dem würde ich auch nahelegen, das zu versuchen und vor allem Netzwerke bilden mit anderen Frauen. Es gibt leider auch Frauen, die keine Netzwerke bilden. Das ist das Schlimmste, finde ich. Aber und sich Unterstützung holen und Zeit investieren, nicht nur in Eigenarbeit und Fleiß, sondern auch zurückgehen und Netzwerktermine wahrnehmen und sagen, das bringt einen weiter und das realisieren und sei es nur, dass es halt die ja, psychologische Unterstützung ist oder dieses Gefühl, ich bin nicht allein, ich generiere dadurch Kraft und kann weitermachen. Absolut. Und Wissenschaft generell ist ja auch mit Negativergebnissen im Labor oder mit Niederschlägen auch behaftet. Und da muss man dann schon sehen, wie gut man in der Promotion klarkommt oder in der frühen Postdoc-Phase, wie gut kann ich mit solchen Sachen umgehen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja mein eigenes Labor habe und meine eigenen Regeln da aufstellen kann in dieser Mikrowelt, sage ich mal, innerhalb des großen Universitätskosmos, das ist auch, finde ich, eine ganz tolle Sache. Und wenn man sowas machen kann oder Arbeitsgruppenleiter werden kann, muss man daraus seine Energie ziehen, die man dann woanders womöglich verliert. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, also den Neidfaktor, den habe ich übrigens selber in meinem Leben eigentlich weniger mit Männern Probleme gehabt, sondern vor allem mit Frauen. Dass Frauen mir Probleme gemacht haben, mir Dinge unterschoben haben, die nicht wahr waren, etc. Hast du damit auch schon Erfahrungen gehabt? Also ich persönlich nicht. Nee, Dinge könnte ich nicht sagen, aber ich kenne das Verhalten dann von Frauen in hohen Führungspositionen, dass sie unter Umständen nicht die Frau dann wieder fördern, sondern auch den Mann dann nehmen, was natürlich doppelt doof ist. Und ich kenne auch andere Frauen, die unter weiblichen Chefinnen auch leiden. Es gibt sie und ich finde es schlimm, aber ich persönlich hatte da weniger so Kontakt zu, Gott sei Dank. Ich finde es einfach schade, dass wir Frauen uns da wenig unterstützen. Wir haben ein gutes Netzwerk von den Professorinnen bei uns an der Universität. Also das ist super, da unterstützen wir uns alle gegenseitig. Da haben wir schon auch einige Dinge zusammen ja, hinbekommen. Und ja, da bin ich ganz, ganz froh drüber. Auch so ein Mentoring-Programm für Ärztinnen und Frauen in Führungspositionen. Das hat auch sehr, sehr dazu beigetragen, sich gut zu vernetzen, gemeinsam zu unterstützen. Das klappt. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur das Geld ist, womit man manchmal mit Eifersucht zu tun hat, sondern da ist es häufig eher um meine Fröhlichkeit, dass ich einfach total fröhlich bin und einfach immer, egal wie scheiße das Leben gerade läuft, halt ein Lächeln auf dem Mund habe. Und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, was richtig schwierig ist manchmal, was einem richtig übel genommen wird. Klar, da kenne ich auch so Gremienveranstaltungen, wo ich da sitze und lächle, weil es mir Spaß macht und weil ich es schön finde, dass man sich zwischendurch auch so mit netten Menschen unterhält. Und dann kam da so ein Herr auf mich zu und sagte, ja, du hast ja auch immer gut lachen, ne? Also du hast ja hier die Professur, man hat dir da geholfen, du musst ja auch dann gar nichts tun. Und klar, da würde ich auch so lachen wie du. Und ich denke, im Moment mal, das ist aber nicht ganz so die Geschichte, wie du sie hier beschreibst. Und da habe ich mich auch gefragt, sollte ich jetzt nicht mehr irgendwo sitzen und lächeln, weil dann alle denken, ich habe es total einfach? Oder dann habe ich mich auch gefragt, werde ich nicht ernst genommen, weil ich lächle, weil ich ja, fröhliches Kind, fröhliches Mädchen, was da sitzt, hat den Ernst des Lebens
den Ernst der Lage noch nicht verstanden und kann da einfach lächeln. Das ist ja eher alles ernst und man muss ernst gucken. Aber ich habe ein klärendes Gespräch mit der Person gehabt und die hat das dann irgendwie auch eingesehen und ich habe mich dazu entschieden, ich lächle weiter. Humor ist das Letzte, was bleibt. Und ich denke, Schön. da hat er sehr recht mit. Was ich denke, was absolut wichtig ist und was mir sehr wichtig war, wo ich viel Zeit rein investiert habe, die andere Herren damals in meinen Karriereschritten vielleicht mehr in Arbeit umsetzen konnten, war, dass man, und das konnte ich nur mit Hilfe meines weiblichen Netzwerks, in so Gremienarbeit zum Beispiel einsteigt und dann Informationen erhält und dass man dann weiß, also einfach aufgeklärt ist und weiß, wo man versucht wird, hintergangen zu werden oder rausgehalten zu werden. Und das fand ich sehr wichtig. Man weiß, dass es irgendwie ein Ungleichgewicht herrscht und gibt und man benachteiligt wird, aber es ist schön zu wissen, ja, wo das ist und was die genauen Punkte sind. Ich finde, damit lebt es sich dann auch besser und da kann man sich dann mit arrangieren. Aber wenn das so eine graue, trübe Suppe ist, wo man nicht weiß, ja, was da gerade gespielt wird, das ist, finde ich, sehr unbefriedigend. Was meintest du mit einem Gremium, wo du gelernt hast, worauf du Acht geben solltest oder was? Ja, zum Beispiel, wenn ich in einer universitären Arbeit in Senatssitzungen oder so, da werden ja Dinge besprochen und da kann man auch, wenn man nicht Mitglied ist, kann man da teilnehmen und hingehen und einige Informationen bekommen, die man sonst vielleicht nur auf Chefetage bekommt, weil man dort Mitglied ist. Ja, ich bin jetzt auch Senatsmitglied als Beispiel. Aber das war gut zu wissen, weil man dann weiß, warum die Entscheidungen in die Richtung auf einmal gefällt werden oder nicht, weil da vielleicht eine übergeordnete Änderung oder Bekanntgabe gemacht wurde und dann kann man auch mit in die Richtung laufen, auch wenn man selbst darüber nicht informiert wurde, ne, weil man sich selbst informiert hat. Aber dafür hat man natürlich Zeit investiert. Ja. Und wenn da ein Netzwerk halt besteht, wo die Informationen weitergegeben werden auf höherer Ebene, an dem man nicht teilhaben darf, dann ist es schwierig. Ja, absolut. Oder ich finde zum Beispiel Ja. auch schwierig, jetzt bei mir eben mit meiner Firma, da finde ich es halt schwierig, wenn ich Aufträge nicht bekomme. Dann wird halt gesagt einfach nur, ja, wir haben uns gegen sie entschieden. Aber es wird nicht gesagt, warum sie sich gegen mich entschieden haben. Und ich finde es halt schade, dass man mittlerweile da halt nicht mehr das Warum mitteilt. Kann ich mich ja auch nicht verbessern, ich kann mich nicht verändern, wenn ich nicht weiß, warum. Alice, weißt du, was mir einfällt? Ich will einen Film empfehlen, der ziemlich deutlich beschreibt, was man als Frau in der Wissenschaft so mitmachen muss und kann unter Umständen, was wir Sehr noch gerne, sehr zusammen. gerne. So, ja. Picture a Scientist. Ein amerikanischer Film über Frauen in der Wissenschaft und es geht dann, man sagt, Picture a Scientist, zeichne doch mal einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin und es werden immer Männer gezeichnet, mit großer Mehrheit. Und das ist so die Geschichte von 3 verschiedenen Professorinnen an amerikanischen Universitäten und ihrem Weg in der Wissenschaft und was denen da so begegnet ist und ja, wie es zu einigen Veränderungen in der Wissenschaft kam und der Awareness, dass man Frauen halt auch spezieller manchmal fördern muss, damit sie gleiche Chancen haben etc. War immer für alle sehr bewegend und es ist sehr erschreckend, was andere Professorinnen immer berichtet haben, dass sie sich in dem Film teilweise wiedersehen oder sich an Situationen erinnern, wo es bei ihnen früher auch ähnlich war. Worum handelt der Film so grob? Naja, über deren Weg in Wissenschaft und die Karriereleiter rauf. Zum Beispiel, dass eine Frau, die früher sogar noch Watson und Crick, die DNA halt entschlüsselt haben, da gibt es ja auch dann die Geschichten, da hat ja auch eine Frau irgendwie mit dran gearbeitet, die keinen Nobelpreis bekommen hat, wie sie zum Beispiel, als der eine zu Besuch kam, der Brite, dann ihr einfach auf die Brust gefasst hat, als sie da saß und sie war ganz ehrfürchtig, diesen tollen Menschen kennenzulernen und war ganz in dem Moment wusste nicht, was sie sagen sollte. Und da ist was ganz Großes ins Rollen gekommen, dann in Boston, Harvard war das. Ja, das sind Sehr ganz bewegende interessant. Momente. Dann muss ich den Film auch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, unbedingt. Ich würde einfach sagen, macht das, was Spaß macht, da kann man maximal gut sein und seid auf der Hut und ja, verbündet euch mit anderen Frauen, aber auch vor allem mit anderen Männern. Das ist das auch noch sehr, sehr Wichtige, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Es müssen Männer da sein, die sagen, das ist hier eine tolle Frau. Das müssen nicht immer Frauen über Frauen sagen. Dadurch, dass ich darüber gesprochen habe, habe ich vielen auch die Augen geöffnet. Die haben das gar nicht so wahrgenommen, weil
jeder ja, wie gesagt, viel zu tun hat in seiner eigenen Weltbubble und so lebt. Ja, und reden. Reden, Geduld haben, Spaß haben. Vielen Dank, Jennifer. Und nicht zu danken.